Hast du Schmerzen im Gesäßbereich, die ausstrahlen Richtung Bein? Dann pass ganz genau auf. In diesem Video zeige ich dir 2 extrem effektive, aber kaum bekannten Übungen, um deine Schmerzen zu bekämpfen. Es ist aber wichtig, die Übungen korrekt auszuführen und wirklich auf den Details zu achten, damit du den maximalen Effekt erreichen kannst und schnell deine Beschwerden wieder los wirst. Aber zuerst erkläre ich dir, was überhaupt das Problem sein kann. Eine häufige Ursache für Beschwerden in den Gesäßbereich wird das Piriformis-Syndrom genannt. Und du hast bestimmt schon gehört, dass beim Piriformis-Syndrom du den Piriformis-Muskel dehnen solltest. Und das hilft nicht. Früher hat man geglaubt, dass ein Muskel, der Piriformis heißt, den Ischiasnerv in den Gesäßbereich einklemmen würde und dadurch die Beschwerden entstehen. Aber durch Forschungen hat man herausgefunden, dass auch wenn diese Muskulatur durchtrennt wird, die Beschwerden nicht weniger werden. Und somit ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Beschwerden davon kommen, dass der Nerv eingeklemmt wird. Das ist auch der Grund, warum nur Dehnung nichts bringt, weil der Muskulatur nicht unbedingt verkürzt ist. Was ist denn überhaupt das Problem und was löst die Beschwerden aus? Bei dem Piriformis-Syndrom entstehen die Beschwerden sehr häufig, wenn man längere Zeit sitzt, vor allem wenn man die Beine noch überkreuzt oder wenn du längere Zeit langsam gehst. Und die Ursache dafür ist es bei dieser Haltung der Muskulatur eher in eine Überdehnung bzw. in eine Überforderung kommt. Der Piriformis-Muskel, der entsteht auf der seitlichen Kante von deinem Kreuzbein und verläuft dann schräg nach unten bis zum Hüftknochen in so einen schrägeren Verlauf. Die Funktion von dieser Muskulatur ist hauptsächlich, die Hüfte nach außen zu drehen, aber auch das Bein nach seitlich hochzuheben. Und wenn du auf das Bein jetzt stehst, das Becken zu stabilisieren, damit das Becken nicht runterkippt. Wenn diese Muskulatur jetzt die ganze Zeit überdehnt wird durch zu häufiges und zu langes Sitzen oder wenn dieser Muskel zu schwach ist, weil du den nicht richtig trainiert hast, kann es sein, dass es dadurch Schmerzen entstehen, wegen einer Überlastung, aber auch einer Unterforderung von der Muskulatur. Das heißt, die Muskulatur ist die ganze Zeit entweder gedehnt oder die überlastet sie und die ist gar nicht dafür ausgelegt. Und nur zu dehnen wird dadurch die Belastbarkeit von dem Muskel überhaupt nicht verbessern. Es kann sein, dass du kurzfristig Beschwerdenlinderung dadurch erfährst, aber langfristig kommen deine Beschwerden immer wieder. Ganz klassisch für Piriformis-Syndrom sind Schmerzen, die nach 15-20 Minuten Sitzen auftreten und beim Aufstehen noch schlimmer werden. Um zu wissen, ob der Piriformis-Muskel der Verursacher deiner Beschwerden ist, machst du jetzt diesen einen Test. Für den Test solltest du dich jetzt auf den Boden hinlegen mit der Seite, die dir wehtut, nach oben. Deine Hüfte sollten in 60 Grad Beugung sein und auch das Knie in 60 Grad. Das untere Bein sollst du jetzt strecken. Und wichtig jetzt ist, dass dein Becken stabil bleibt. Du darfst mit dem Becken nicht abweichen. Am besten hältst du jetzt fest, damit die Bewegung jetzt nur an der Hüfte stattfindet, aber nicht an dein Becken. Du lässt jetzt dein Knie nach unten fallen, sodass das Bein nach innen kommt. Dabei könnten schon die Beschwerden ausgelöst werden. Und um die nochmal zu bestätigen, versuchst du jetzt deinen Fuß nach außen zu drehen. Das heißt, du bringst jetzt deinen Fuß nach oben Richtung Decke.
Durch dieses Innendrehung von der Hüfte plus das nach innen fallen erzielst du einen maximalen Zug auf den Piriformis-Muskel. Und wenn der Verursacher ist von deinen Beschwerden, werden die Beschwerden in dieser Position jetzt ausgelöst. Beziehungsweise die Ausstrahlung Richtung Bein wird dann dadurch verstärkt. Wichtig ist nochmal, dass du auf dein Becken achtest, dass dein Becken nicht abweicht. Das heißt, das Knie kommt nach innen und du drehst jetzt den Unterschenkel nach oben weg. Den richtigen Weg, um langfristig beschwerdenfrei zu sein, ist die Belastbarkeit von dieser Muskulatur zu erhöhen. Und die erhöhst du mit diesen 2 Übungen. Und wir legen jetzt los auf den Boden. Am besten trainierst du diesen Muskel, indem er genau das machen sollte, wofür der ausgelegt ist. Das heißt, die Außendrehung. Und dafür legst du dich jetzt auf die Seite mit der Seite, die du trainieren willst, als erstes oben. Du beginnst auf der Seite mit der Seite, die dir wehtut, zuerst nach oben. Deine Hüfte sind leicht gebeugt und auch deine Knie sind leicht gebeugt. Du kannst ein bisschen weniger als 90 Grad beugen. Deine Ferse bringst du jetzt aufeinander. Und es ist ganz wichtig, dass die ganze Zeit aufeinander bleiben. Die Ferse wirst du niemals trennen. So, deine Füße zeigen nach vorne und als nächstes achtest du darauf, dass deine Hüfte stabil, dein Becken bleibt stabil in dieser Ebene. Lass es nicht zu, dass dein Becken nach hinten fällt. Die beiden Knie, die sollen die ganze Zeit auf einer Ebene sein, dein Becken ist gerade. Und jetzt drehst du die Hüfte. Und diese Drehbewegung, das nutzt du jetzt als Referenzpunkt dein Fuß. Das heißt, die Ferse bleiben jetzt aufeinander und dein Fuß, der wird jetzt nach außen gedreht, nach oben, Richtung Decke. Und dann langsam wieder zurücklassen. Wichtig dabei ist, dass du wirklich die Hüfte nach außen drehst, dadurch der Referenzpunkt am Fuß, dass der Fuß jetzt Richtung Decke zeigt und nicht nur, dass du das Bein aufklappst, weil dadurch trainierst du andere Muskeln und legst nicht den Fokus auf den Piriformis und genau den wollen wir ja trainieren. So, nochmal. Das Becken ist jetzt gerade, deine Hüfte sind ungefähr 60 Grad, deine Knie sind ein bisschen weniger als 90 Grad, Ferse bleiben aufeinander und du drehst das obere Bein nach außen weg. Dabei ist jetzt dein Bauch angespannt und deine Rückenmuskulatur leicht angespannt, damit du diese Stabilität vom Becken auch beibehalten kannst. Und der Fuß dreht nach oben Richtung Decke. Du wiederholst diese Übungen mindestens 12, sogar wenn es geht, 15 Mal. Und wenn du diese Übung richtig ausführst, wirst du wirklich im Gesäß, in dem Bereich, wo du Beschwerden hast, da sollst du auch spüren, dass die Muskulatur aktiv wird, dass es anstrengend ist. Und es darf auch anstrengend sein. Weil nur durch eine gezielte Belastung kannst du auch die Belastbarkeit von diesen Muskeln wieder erhöhen. Und das ist unsere erste Übung. Wenn dir dieses Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich um einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal, damit du keine weiteren Videos verpasst und deine Gesundheit in den Vordergrund stellen kannst. Für die zweite Übung wirst du jetzt beide Bewegungen ausführen. Sowohl die Rotation, die Drehbewegung der Hüfte, aber auch das nach außen bringen, die Abduktion der Hüfte. Und dafür setzt du dich jetzt hin, beziehungsweise bringst deinen Oberkörper ein bisschen weiter nach unten. Du kannst dein Gewicht auf deine Unterarm jetzt ablegen. Wichtig dabei ist, dass du eine leichte Beugung hast von der Hüfte. Das ein Bein stellst du jetzt auf, das ist jetzt dein Stützpunkt und da sollst du einfach mal Stabilität von deinem Becken hergeben. Die andere Seite, die du jetzt trainieren willst, die bringst du jetzt ein bisschen weiter in die Streckung
beugst dann aber nur das Knie nach außen. Und jetzt ist das Ziel, dass du in dieser 90-Grad-Stellung zwischen Oberschenkel und Unterschenkel, jetzt ist das Ziel, dass du dein Knie nach unten Richtung Boden bewegst. Komplett so weit wie du kannst, versuch dabei aber das Gesäß von der Matte nicht hochzuheben. Du drückst so weit wie du kannst nach unten, bringst aber dann die Oberschenkel so weit wie du kannst wieder nach außen. Und dann komplett nach innen bringen. Dadurch hast du eine maximale Verlängerung von der Muskulatur. Und dann das nach außen drehen plus das Aufkippen von der Hüfte. Und dadurch hast du die volle Aktivierung von dem Piriformis. Komplett nach unten hin. Und dann aufmachen und nach außen drehen. Dabei ist es wichtig, dass du diese 90-Grad-Einstellung von der Kniebeuge nicht verlierst und dass deine Hüfte bzw. dein Gesäßbereich die ganze Zeit auf der Matte bleibt. Vor allem, wenn du jetzt nach unten kommst, tendieren viele Patienten jetzt so hoch zu kommen, das Gesäß komplett von der Matte hochzuheben und dann hast du keinen Effekt mehr. Dann ist die Übung für die Katz. Das heißt, du lässt dein Becken stabil auf dem Boden, stützt das andere Bein auf dem Boden ab. Hier bleibst du ganz stabil und bewegst dann nur die Hüfte nach innen gedreht, dann nach außen drehen, volle Anspannung von dem Piriformis und aufmachen, so weit wie du kannst. Und wieder zurück. Gesäß bleibt auf dem Boden und komplett nach außen aufklappen, komplett anspannen. Ich bin mir sicher, dass wenn du diese Übung genau durchführst, dass du als allererstes auch diese Muskulatur richtig spüren kannst. Und mit einer besseren Belastbarkeit von diesem Muskel werden auch deine Beschwerden weniger werden und du wirst den Alltag schmerzfrei wieder bewältigen können. Ich freue mich auf dich beim nächsten Video. Tschüss!